ein freundliches Hallo an alle, die gerne ein Paddel in der Hand haben. Heute mal was ganz Besonderes. Heute nehme ich euch mit auf eine Rafting-Tour. Und zwar geht es auf den Fluss Cetina. Der liegt in Kroatien, in Dalmatien genauer gesagt, in der Nähe von Split. Und da haben wir zu siebent, also meine Frau, meine Tochter, ich und dann eben noch langjährige gute Freunde, haben dort ein Raft gemietet und sind dann die Cetina runtergefahren. Rafting-Anbieter gibt es da unten wie Sand am Meer. Da muss man nicht lange suchen, gerade in der Hochsaison. Und man bekommt dann die Ausrüstung komplett gestellt und auch die Rückfahrt wird übernommen. Eine Einweisung und einen Bootsführer, der dann mit so Kommandos Left Side, Right Side einen durch die Stromschnellen steuert. Und man ist da also gut aufgehoben. Auch für vollkommen Paddelunerfahrene ist das geeignet. Man muss nur halt ein bisschen Mut mitbringen und die Lust an sportlicher Betätigung. Belohnt wird man dann mit einem wunderschönen Erlebnis, an das man sich wirklich sehr gern zurückerinnert. Man fährt da durch kristallklares Wasser, die Berge sind um einen herum, rechts und links tauchen ab und an mal so Wasserfälle auf, man kann da von Felsen springen. Und ganz abgesehen von dem Nervenkitzel durch das Raften an sich, ist es also wirklich eine super schöne Sache, die ich nur empfehlen kann. Ja, wie man sieht, geht es hier auf ziemlich unbewegtem Wasser erstmal ein ganzes Stück, bevor der Fluss schneller wird. Es ist auch so, dass die ganze Tour eben auch für Anfänger, wie gesagt, geeignet ist. Also da geht es nicht höher wie bis Wildwasserstufe 3. Also überhaupt kein Problem, zumal man ja auch den Bootsführer hat. Es gibt auf der Strecke Wildwasserstellen bis Stufe 5. Aber, das wussten wir auch nicht, sondern das wurde uns dann mitgeteilt, man darf die leider nicht mitfahren. Es ist also so, dass man dann eben an Land gesetzt wird und diese Stelle dann umwandert und die Bootsführer eben alleine durch die schwierige Stelle fahren und man dann hinterher wieder einsteigt. Ja, ist schade, aber die wollen halt auch kein Risiko eingehen mit den Touristen, dass da jemand ins Wasser fällt oder irgendwie verletzt wird oder was auch immer sich beschwert. Ist ja verständlich. Ja, an diesen Ein- und Ausstiegsstellen hatte man auch die Möglichkeit, dann kurz mal ins Wasser zu gehen und sich zu erfrischen. Denn Mitte Juli in Kroatien ist das immer ganz angenehm, wenn man mal ins Wasser springen kann.
Ja, nach einigen ruhigen Passagen wurde es am Ende etwas wilder wieder. Und da hat man gerade gesehen, so eine Engstelle, wo sich der ganze Fluss so ein bisschen auf so einer schmalen Stelle durchzwängt. Und das wurde vom Bootsführer als eine kritische Stelle deklariert. Und da haben wir so ein bisschen üben müssen, dass man sich eben auf seinen Befehl La Bomba in die Mitte des Bootes gleiten lässt und die Paddel nach oben nimmt. Ja, am Ende war das alles viel weniger spektakulär wie erwartet. Aber die Mädchen hatten ein bisschen was zum Quietschen. Am Ende unserer Rafting-Tour haben wir dann die Ausstiegsstelle erreicht. Dort hat man dann wieder die komplette Ausrüstung wieder abgegeben und man konnte auch Fotos kaufen. Die waren richtig gut, aber hatten natürlich auch gesalzene Preise, ne? Die wollen da sich dann noch ein Zubrot hinzuverdienen. Man musste dann noch ein bisschen warten auf den Shuttle-Service, der einen dann mit so kleinen Bussen wieder nach oben gebracht hat, wo die Autos parkten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Schauen meines Videos. Wir hatten jedenfalls jede Menge Freude beim Befahren der Cetina. So viel, dass wir beschlossen, am nächsten Tag den unteren Teil der Cetina zu befahren mit einem eigenen Boot. Und da hat der Fluss einen vollkommen anderen Charakter. Ich habe darüber auch noch ein Video gemacht, was ich hier verlinke. Vielleicht wollt ihr das auch anschauen oder schaut euch einfach irgendein anderes Video von meinem Kanal an. Viel Spaß dabei und man sieht sich. Tschüss.